Tja, eigentlich wollte ich ein bisschen Kaigas Assault Gameplay aufnehmen und über den neuen PvP-Modus reden. Aber ein weiterer Bug ist aufgetaucht und ich glaube zwar, dass man ihn beheben kann, wenn man disconnected, aber ich dachte mir, ist eigentlich perfekt für dieses Video, weil es geht ja einerseits darum, eben, dass jetzt ein neuer PvP-Modus kommt, aber eben auch darum, dass der bestehende, neueste PvP-Modus einfach noch extrem viele Fehler hat. Und statt diese Fehler eben, naja, zu beheben oder zu verbessern, den Modus zu verbessern, neue Features vielleicht einzufügen, die nicht unbedingt jetzt darauf herrühren, dass irgendwas nicht funktioniert oder so, sondern auch einfach, die halt noch fehlen oder so, einfach den Modus insgesamt besser machen. Und ich sag mal so, ich bin einfach hier hinten gespawnt, ja, also das ist erst die allgemeine Kaigas Lobby sozusagen, bevor die Teams eingeteilt werden, und dann ist ja die Teameinteilung. Und ab dem Zeitpunkt der Teameinteilung, also ich war AFK, bin dann eine Minute vorher hergekommen, 16:59 Uhr. Und was sehe ich? Ich kann mich nicht bewegen. Blinkpool funktioniert nicht, ich habe noch keine Richtung gefunden, die ich mich bewegen kann. Ich bezweifle auch, dass man einfach so rauskommt. Ich glaube, wenn überhaupt nur ganzes Game zumachen und wieder reinkommen, könnte helfen. Genau, aber auf jeden Fall ist es halt ein weiterer Bug, der auftreten kann, der halt einfach extrem nervig ist. Und das macht jetzt dann schon irgendwie 2 game-breakende Bugs oder so. Oder was heißt game-breakende? Also ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt game-breakende, aber es ist auf jeden Fall ein nerviger Bug. Und die vielen anderen Sachen, das ist schon crazy, dass man jetzt einen neuen PvP-Modus bringt, bevor man sich auch nur einmal nochmal um Kaigas Assault gekümmert hat. Also hoffen wir mal, dass es im nächsten Update spätestens so sein wird. So, jetzt sind wir auf dem FEC, auf dem... im Kaigas Assault auf dem FEC-Server, so wollte ich eigentlich sagen. Ja, habe ich schon lange nicht mehr mitgespielt. Ich habe ja gesagt, macht auch nicht so viel Sinn mit meinem mehr als nur unterdurchschnittlichen Equipment. Selbst für Burodeng-Verhältnisse ist das ein sehr bescheidenes Equipment. Aber da Burodenger quasi ins Wasser gefallen ist, habe ich mir gedacht, na komm. Also ein Burodeng war eh extrem einseitig, also war wirklich extrem einseitig. Das Ding war nach 3 Minuten durch. Das wäre sowieso nicht wirklich spannend gewesen. Vielleicht ist es hier ein bisschen spannender und vielleicht kann ich ja trotzdem den einen oder anderen Kill holen. Ich glaube zwar eigentlich nicht dran, aber naja, man weiß ja nie. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich wollte einfach so ein bisschen über den neuen PvP-Modus reden. Das ist jetzt die letzte Kaigas-Runde vor dem Ende des FEC-Servers. Ich wollte gerade sagen vor dem Update, aber das mit dem Update, naja, das kann ich natürlich nicht sagen, weil ich meine, ich weiß ja nicht, wann das Update kommt. Viele predikten halt jetzt momentan einfach Tag nach FEC. Halte ich halt tatsächlich fast für unwahrscheinlich, dass sie Update und FEC-Transfer und den Release von der Smartphone-App alles am gleichen Tag machen. Das ist schon ganz schön viel tatsächlich. Also selbst wenn es jetzt nicht Flive wäre, sondern eine andere Firma, oder nicht Gala, sondern eine andere Firma, eine größere Firma, das ist schon echt ganz schön viel für einen Tag, muss man wirklich sagen. Unabhängig davon, ob die Firma da jetzt oft Releases hat oder so. Da kann so viel schief gehen. Bei der Android-App kann es Probleme und Fehler geben. Beim FEC-Transfer kann es Probleme und Fehler geben. Und beim Update kann es definitiv Probleme und Fehler geben. Also das alles in einem Tag zu machen, ja, das ist schon sehr gewagt. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht. Aber ist ja egal. Dann kommt es vielleicht eine Woche später, vielleicht 2 Wochen später. Ich sage mir so, das Update ist auf jeden Fall around the corner. 1, 2, 3, 4 Wochen, irgendwie so. In nächster Zeit wird das wohl kommen. Und ja, wir werden sehen, ob es dann endlich die gewünschten Kaigas-Änderungen gibt. Ich befürchte halt, dass sie es so machen. Also, ich sag's ja immer wieder, ne? Also ich gehe hier mit 8 Chars rein und in Anführungszeichen abuse das System, dass man halt einfach nur für die Teilnahme hier Coins bekommt, ohne dafür irgendwas machen zu müssen. Das gebe ich auch von der ich zu, habe ich auch nie gesagt, dass ich das nicht mache. Und ich habe kein Problem damit, dass sie das entfernen. Also, dass sie das so machen, dass es nicht mehr geht. Ich habe ihn gestunt, Leute, geht doch drauf! Mehr stunnen kann ich nicht, Boys. Genau. Und das Problem ist halt, wenn sie das fixen, ist einerseits gut, aber wenn sie es einfach nur das mit dem AFK fixen und sonst gar nichts, dann sehe ich es halt irgendwie nicht so wirklich ein, beziehungsweise dann bin ich halt der Meinung, dass das irgendwie keinen Sinn ergibt, weil das ist ja momentan nicht das größte Problem in Anführungszeichen, beziehungsweise es ist schon ein Problem, aber es macht nur Sinn, wenn du halt wirklich alle Probleme zeitgleich angehst, weil wenn du jetzt nur die AFK-Leute rauskickst, dann ändert sich einfach Folgendes, es nehmen nur extrem wenige Leute teil. Damn, haben wir die so in der Enge oder was? Ne, wir haben, hey, die haben 4 Totems. Wir sollten, okay, ich glaube mein Team checkt nicht so ganz, wie der Modus funktioniert. Die wollen die jetzt hier spawn-trappen, es bringt halt aber nichts, wenn die 4 Totems haben, gleich 5 wahrscheinlich.
Oh boy, alleine kann ich halt nicht viel machen. Ist das der Gegner? Das ist der Gegner. Got him. Oh, mein Kill sogar? Ne, ich weiß nicht, vielleicht. Also wie gesagt, sie sollen es fixen, sie müssen es fixen, definitiv. Aber es hat nicht die höchste Priorität, beziehungsweise es ist nicht die einzige Priorität. Weil wie gesagt, wenn du jetzt die AFK-Leute rausschmeißt, dann sorgst du einfach nur dafür, dass halt insgesamt weniger Leute teilnehmen, obviously, und die Leute nicht mehr AFK farmen können. Grundsätzlich gut. Sorgt halt aber nicht dafür, dass einerseits das Ganze balanced ist, also dass die Kämpfe fair sind, nicht mehr so einseitig sind. Es sorgt nicht dafür, dass die ganzen anderen Probleme, die Bugs, wie gesagt, den Festhängen-Bug am Anfang, den ich krieg keinen Damage, wenn ich hinter dem Totem stehe, Bug, vom Totem einnehmen, Artefakt einnehmen, whatever, fixt es nicht. Da kommen die Gegner. Und macht den Modus damit auch nicht wirklich sehr viel spielbarer. Es sorgt nur dafür, dass die Leute den einzigen Nutzen des Modus, den es momentan gibt, nämlich hier, so blöd es auch klingt, sich etliche Protects und andere Items zu erfarmen. Oh, das Totem ist schon eingenommen. Was halt momentan, wie gesagt, der Hauptnutzen von dem Modus ist. Man geht da mit so vielen Charakteren rein, wie man hat und, naja, macht das Beste draus. Besser als es zu ignorieren sozusagen. Und das würden sie uns halt nehmen. Oh oh. Ja, keine Chance. Der hat zwar Cast-Time und sau viel Speed. Der Typ neben mir. Der hatte erst recht keine Chance. Als Knight kein Gap-Closer, keine Chance zu entkommen oder auf ihn zu springen. Also ich finde es halt einfach sehr schade. Das ist aber das, was ich befürchte, dass wenn eine Änderung kommt bei Kaigas mit dem Update oder generell demnächst, fürchte ich fast, dass die uns einfach nur die Farm-Chance sozusagen nehmen und was heißt Chance nehmen? Ich meine, es klingt so blöd, aber wie gesagt, also wenn, dann muss man eigentlich schon alles zeitgleich angehen. Du kannst nicht irgendwie nur den Modus, in Anführungszeichen, verschlechtern, vom jetzigen Standpunkt aus gesehen, und die ganzen richtigen Probleme oder die eigentlichen Gameplay-Probleme sozusagen ignorieren. Das kannst du einfach nicht machen. Also, ich meine, du kannst es schon machen, aber du wüsstest jetzt halt nicht so wirklich, was das bringen soll. Machst du dich halt nicht wirklich beliebt damit. Oh, ich habe ihn noch erwischt. Nice. Ja. Also mal schauen, ob diese Befürchtung eintritt. Die haben immer noch 4 Totems. Aber grundsätzlich habe ich halt echt keine großen Hoffnungen mehr. Wie gesagt, es gab bisher wirklich ein großes Kaigas-Update. Oder was heißt großes Kaigas-Update? Aber eine Kaigas-Änderung, nachdem es wirklich released wurde. Das war das mit diesem, dass man nicht aus den Barrieren rausspringen kann, glaube ich. Oh, ja, toll, wir haben kein einziges Totem. Was machen die? Wir haben 50 Kills mehr, wir haben keine Totems. What is happening? Was machen die Blades in dem Team? Oh, I'm so freaking dead, bro. Oh, no, man. Oh, shit. Tötet ihn, er ist gestunt, tötet ihn. Okay. Was haben die ganze Zeit gemacht? Oder kamen die gerade erst? Ich habe es leider nicht gesehen, weil ich die falsche Richtung geschaut habe. Alter, hinter mir standen 20 Leute, die einfach nur zugeschaut haben, wie ich sterbe. Aber ich gebe ihm mal den Benefit of the Doubt und sage, die waren nicht in Reichweite, um irgendwas zu machen. Das sah jetzt gerade nicht so schön aus. Wie so eine Gruppe, die hinter dir steht, yo, hau ihm ein paar aufs Maul. Aber statt zu helfen, sagen sie einfach nur, yo, hau ihm ein paar aufs Maul, und sonst machen sie gar nichts quasi. Ja, aber also ich glaube, mein Team checkt legit nicht, wie dieser Modus funktioniert. Wir haben einfach 70 Kills mehr, aber kein einziges Totem. So funktioniert das. Alter, ich war nie im Leben in Reichweite. Was? Zieht euch rein, wie weit ich von dem wegstand. No way, Alter. Das ist ein Scam. Das war nicht in Reichweite. Aber hoffen wir mal, dass sie das Feedback zu Kaigas Assault sich zu Herzen nehmen und halt, wie gesagt, alle Probleme angehen und nicht nur das mit den AFK-Leuten. Weil mit den AFK-Leuten ist halt nur so lange ein Problem, wie der Modus nicht richtig funktioniert. Sobald der Modus richtig funktioniert... Also, nein, falsch, das habe ich falsch gesagt. Jo, ach so, von dem oder was? Lol. Okay, ich habe die falsche Richtung geguckt, habe ich nicht gesehen. Also mit den AFK-Leuten ist so lange kein Problem, wollte ich eigentlich sagen, bis sie alle anderen Probleme gefixt haben. Lol, ich habe einen 160er gekillt, nice. Let's go. Weil momentan, wenn du jetzt irgendjemanden fragst auf Burudeng, da sind legit von 140 Teilnehmern sind 120 AFK oder so. Kannst du mir kaum erzählen, dass wenn du die alle fragen würdest, ja, bist du momentan unzufrieden, dass du hier jede Woche gratis Items schnorren und farmen kannst.
würde ich jetzt mal behaupten, würden die meisten wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie so unzufrieden sind. Weil ich sag mal so, das ist ja momentan so der Kompromiss. Okay, der Modus ist irgendwie Trash oder nicht ganz ausgereift. Also macht man, wie gesagt, das Beste draus und holt sich eben die Items. Ist immer noch besser, als nichts zu machen. Ich würde sagen, das ist so momentan der Konsens, zumindest von den meisten Leuten. Mein Konsens würde bedeuten, dass es gar keine andere Meinung gibt, aber, oder dass man sich darauf einigt, aber ja, egal. Auf jeden Fall schauen wir mal, wie es sich entwickeln wird. Das auf jeden Fall zuletzt das Update vom FEC, letzter Kargas Assault vom FEC. Es ist auch tatsächlich so, wir haben haushoch verloren, obwohl wir 80 Kills mehr haben. Ich habe keine Ahnung, wie das überhaupt möglich ist, ehrlich gesagt. Wir haben wahrscheinlich keinen einzigen Bladen im Team oder so. Ja. Oh, Marky Mark. Der hat mich schon mehrere Male gekillt und ist da wieder in Dagilo. Oh, Marky Mark. Mark Potter. Oh, got his ass, boy! Got your ass, Mark. I got your ass. Marky Mark. Bin mal gespannt, wie viele Kills ich habe. Wahrscheinlich nur einen oder so. Also gefühlt hatte ich schon ein paar Kills, aber... Wie war's nicht? Sehen wir jetzt. 11. Oha, ich hatte 17 Kills. Wow. Damn, ist gar nicht so bad eigentlich. Gar nicht mal so bad. Für mein absolutes Trash-Equipment gar nicht mal so schlecht. Hä? What? Also das Artefakt-Ranking ergibt irgendwie keinen Sinn. Weil ja, die ersten beiden haben zusammen über 170 Millionen gemacht. 175 Millionen. Aber wir hatten einige Leute hier im... Ja, also eigentlich ausgeglichen. Wo zum Teufel waren dann unsere Artefakte? Also der Damage hier ist immer so ein bisschen relativ, aber du kannst quasi ein Artefakt fast kaputt gemacht haben, dann kommen die Gegner, töten dich, dann heilt es sich ja, dann wird es ja wieder geresettet sozusagen. Und das heißt, du kannst ja quasi 60 Millionen Schaden machen, wirst aber jedes Mal kurz davor gekillt, bevor du es einnehmen kannst. Dann hast du quasi sehr viel Schaden, hast aber effektiv eigentlich gar nichts gemacht. Die ganze Zeit einfach nichts getan sozusagen. Also so sieht es dann letztendlich aus. Ja, das ist echt crazy. Wir haben fast 190 Kills mehr. Das ist so insane, wie manche Leute irgendwie nicht so richtig wissen, was sie machen müssen. Also, weil ich kann legit nichts anderes machen. Ich kann nur rumlaufen, ein paar Leute stunnen, ein paar Leute killen. Mehr kann ich nicht machen, als Elementor sowieso nicht und mit dem schlechten Equipment schon gleich gar nicht. Aber da müssen sich halt die PvE-Spieler ein bisschen, oder die PvE-Damage-Dealer, besser gesagt, DPS, müssen sich da halt zusammennehmen. Aber das ist eigentlich auch wieder ein gutes Beispiel. Ich meine, gut, vielleicht ist es nicht das beste Beispiel, not gonna lie. Aber wie gesagt, der einseitige Kargas Assault auf Buro-Denk war wieder das perfekte Beispiel. Streich die ganzen AFK-Leute raus und ich behaupte mal, der Kargas Assault wäre immer noch relativ unausgeglichen, weil es halt kein Balancing gibt. Und andere Probleme. Also ja, mal schauen. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Flive Universe Video wieder. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung für tägliche Live-Streams. Und macht's gut, haut's rein. Ciao, ciao.